In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man zwei Matrizen multipliziert. Ich beginne mit einfachen Aufgaben und am Ende des Videos solltet ihr problemlos zum Beispiel diese beiden Matrizen miteinander multiplizieren können. Okay, guten Lernerfolg! Bei der Multiplikation von Matrizen ist die Unterscheidung zwischen einer Zeile und einer Spalte wichtig. In diesem Beispiel besteht die Matrix links nur aus einer Zeile und die Matrix rechts nur aus einer Spalte. Wir rechnen jetzt 3 mal 2 plus 4 mal 1 plus 5 mal 2 gleich 20. Auch in dem nächsten Beispiel besteht die linke Matrix aus einer Zeile. Die rechte Matrix besteht jetzt aus zwei Spalten. Wir rechnen hier 3 mal 3 plus 1 mal 3 plus 2 mal 4 gleich 20 und 3 mal 2 plus 1 mal 1 plus 2 mal 5 gleich 17. Die 20 stellt also das Ergebnis der Verknüpfung mit der linken Spalte dieser Matrix dar und die 17 das Ergebnis der Verknüpfung mit der rechten Spalte dieser Matrix. Jetzt zu dem Beispiel aus dem Anfang des Videos. Um die Übersicht zu behalten, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass bei der ersten Matrix immer die Zeilen wichtig sind und bei der zweiten Matrix immer die Spalten. Es gibt dafür auch eine Merkregel, Zahnspange. Zeile mal Spalte. In Zukunft bei einer Matrizenmultiplikation also am besten immer an Zahnspange denken. Zeile mal Spalte. Wenn ihr Probleme damit habt, euch zu merken, welches jetzt die Zeile ist und welches die Spalte, eine Zeile lese ich in einem Buch. Sie geht also von links nach rechts. Das vielleicht als weitere kleine Merkhilfe. Unter jeder Matrix notiere ich nun die Dimension der Matrix, also aus wie vielen Zeilen und Spalten die Matrix besteht. Wir haben bei der linken Matrix 2 Zeilen und 3 Spalten. Ich schreibe dies als 2 Kreuz 3 unter die Matrix und bei der rechten Matrix haben wir 3 Zeilen und 2 Spalten, also 3 Kreuz 2. Wenn ich jetzt bei der linken Matrix die Anzahl der Spalten und bei der rechten Matrix die Anzahl der Zeilen markiere, dann kann ich bereits jetzt feststellen, ob ich die beiden Matrizen überhaupt multiplizieren kann. Das geht nämlich nur dann, wenn diese beiden Werte gleich sind. Hier funktioniert es also. Beide Werte sind 3. Und wenn ich bei der linken Matrix die Anzahl der Zeilen unterstreiche und bei der rechten Matrix dasselbe mit der Anzahl der Spalten mache, dann sehe ich hier bereits die Dimension der Matrix des Ergebnisses, nämlich 2 Kreuz 2. Und diesen Platz reserviere ich jetzt schon mal für die Matrix, für das Ergebnis, denn diese Matrix wird somit 4 Werte enthalten. Wir rechnen jetzt 4 mal 1 plus 2 mal 2 plus 1 mal 3 gleich 11, 4 mal 3 plus 2 mal 2 plus 1 mal 1 gleich 17, 3 mal 1 plus 1 mal 2 plus 5 mal 3 gleich 20 und 3 mal 3 plus 1 mal 2 plus 5 mal 1 gleich 16. Jedes dieser Ergebnisse steht also eindeutig für eine Kombination aus einer Zeile der ersten Matrix und einer Spalte der zweiten Matrix. Die 11 steht in der Ergebnismatrix in der ersten Zeile und in der ersten Spalte. Die 17 steht in der ersten Zeile und der zweiten Spalte. Die 20 in der zweiten Zeile und der ersten Spalte und die 16 in der zweiten Zeile und der zweiten Spalte. Und jetzt seid ihr dran. Rechnet am besten sofort nach diesem Video einige Aufgaben. Eine automatisierte Überprüfung, ob ihr richtig rechnet, findet ihr zum Beispiel auf der Seite Mathe-Guru. Ich packe euch den Link zu der Seite unten in die Videobeschreibung. Das war's zur Matrizenmultiplikation. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich veröffentliche wöchentlich neue Erklärvideos auf diesem Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, zu welchem Thema ihr gerne ein Video von mir hättet. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und mit einem Klick auf die Glocke die Benachrichtigung aktiviert, verpasst ihr kein neues Video. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!